Hallo und willkommen zurück. Sunny und ich, wir sind inzwischen schon in Griechenland und beantworten diese Woche all eure Fragen. Und da das Video relativ lang geworden ist, habe ich unten in die Infos rein verschiedene Abschnitte gemacht, damit ihr sofort zu den brennendsten Fragen hinklicken könnt. Viel Spaß! Sunny wurde von einem wahren Künstler erschaffen, und zwar von Mauro Sick. Der hat eine Werkstatt im Weißental in der Schweiz, die heißt Holy Spokes Customs, und der baut fantastische Motorräder und Mopeds. Das Herzstück ist ein Sachs 50-3 Motor mit 3 Gängen aus dem Baujahr 1962. Dann haben wir einen Buch X30 Rahmen, des Weiteren einen 12,7 Liter Harley-Davidson-Tank. Dann haben wir noch einen zweiten Öltank, wo ich das Zweitaktöl aufbewahre. Sunny lebt nicht nur von Luft und meiner Liebe, sondern braucht auch ihren Kraftstoff Benzin. Und zwar verbraucht Sunny 3 Liter auf 100 Kilometer. Meistens gehen wir so einmal die Woche tanken. Und dann wird manuell das Öl hinzugefügt. Wir verwenden ein ganz spezielles Öl, der Triboron. Es ist umweltfreundlicher, weniger Rauchbildung, sehr gut für den Motor. Und das Tollste ist, man braucht bei dem Öl nur ein Mischverhältnis von 1:100. Jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil mir hier der Tankwart seine Hondas zeigt. Und das schauen wir uns gleich wieder an. Yeah? It's a Honda. Honda, and this? It's a Honda. Yes. And that's a Honda too. So you're Honda addict. Bravo. Ulis View_ab fragt mich, was war die größte positive Überraschung, und das ist relativ schnell und einfach erklärt, der soziale Aspekt. Also ich bin wahnsinnig begeistert und überrascht davon, wie der Mofa-Kult Menschen verbindet. Und zwar ganz unabhängig von Geschlecht, Alter, Kultur oder Nationen. Sobald man Sunny sieht, bleiben Leute stehen und stellen Fragen, wollen Fotos machen und erzählen auch ihre Lebensgeschichte und ihre Töffli-Geschichten. Das finde ich einfach fantastisch. Eine klassische Woche schaut für mich so aus, dass ich 2 bis 3 Tage unterwegs bin. Wir machen da 250 bis 350 Kilometer. Da wird auch Material gesammelt, Filmaufnahmen gemacht, Fotos gemacht. Dann manchmal muss man schauen, Werkstätten für Sunny, überlegen, wo kann ich meine Wäsche waschen. Dann meistens verwende ich TripAdvisor oder Google Maps für Restaurants, wo ich dann essen gehe. Ganz selten koche für mich selber. Nach einem Reisetag, je nachdem wie der natürlich ausschaut, ist man relativ erledigt und will im Grunde sich nur noch verwöhnen lassen. In den anderen 3 Tagen wird das Material bearbeitet, geschnitten, transkribiert, übersetzt, Untertitel hinzugefügt, Fotos bearbeitet, Texte geschrieben, Veröffentlichungen gemacht, damit ihr natürlich live mit dabei sein könnt. Schwierigster Part der ganzen Reise ist für mich neben den alltäglichen Problemchen. Ich komme an meine körperlichen Grenzen und das ist ein bisschen verstörend. Aber es ist auch ein Weckruf, weil in unserem Kulturkreis wird die schöne Zeit dann immer beschrieben nach der Pension. Definitiv am Ötztal-Marathon bin ich noch mit dabei, aber eine Weltreise mache ich mit meinem Töffli mit 70 nimmer. Jetzt oder nie. Werner Müller fragt mich, wie geht's mit dem Sitzen auf Sunny? Und es geht noch relativ gut. Der Sitz ist extra gepolstert, 5 cm. Dann haben wir hier eine zusätzliche Federung und dann unten natürlich verdammt gute Stoßdämpfer. Was das Genie Sick gebaut hat, ist ein Fußraster. Und auch die Rückenlehne hier, die Sissi-Bar, da kann ich mich natürlich schön relaxed nach hinten lehnen und die Füße hochgeben und so richtig schön cruisen. Wenn es nicht gerade durch den Yogara Nationalpark geht. Kleiner Insiderwitz. Marion Schuler und ein Idiot, ein Moped stellen diverse Fragen zu den Ersatzteilen.
Einen Lederkoffer voll habe ich mit Ersatzteilen und Werkzeug. Gebraucht habe ich bis jetzt zweimal eine Antriebskette, einen Seilzug, eine Stellschraube und ein Rücklicht. Wenn es mich nicht täuscht, das ist alles. Und ja, die Antriebskette habe ich dann im selben Land noch nachgekauft, sollte es noch einmal passieren, was dann ja auch der Fall war. Und die Stellschraube hat die leider nicht da. Die musste ich dann in einem 30 Kilometer entfernten Ort nachkaufen, dann mit dem Bus wieder zurück und einbauen. Dann war einmal der Krümmer kaputt, gerissen an der Stelle zum Verschluss. Das hat mir mein Arbeitskollege Luca nach Italien mitgebracht, der sich zufällig gerade in Italien aufgehalten hat, und das war natürlich super schön. Bis jetzt habe ich beim Mofakult noch nichts bestellen müssen, wird aber früher oder später sicher noch der Fall sein. Wie kommt so ein Projekt zustande? Ja, alles fängt natürlich mit dem Töffli an. Mein Papa hat meine Buch DS50 restauriert, damit wir dann gemeinsam am Ötztal-Marathon vor 2 Jahren antreten können, und das haben wir gemacht. Und während diesem geilen Event habe ich die Jungs von Mofakult kennengelernt. Mehrere Monate später klingelt dann auch mein Telefon, an der anderen Leitung ist der Chris und sagt: Du Mäcki, wir machen einen Firmenausflug nach Innsbruck, du lebst ja dort, mach uns eine Stadttour. Und dann habe ich gesagt, gar kein Problem, das machen wir. Und während dieser übrigens verdammt guten 1A Stadtführung sage ich dann bei einer Kaffeepause, dass ich einen Traum habe, und zwar mit meiner Buch DS50 möchte ich von Innsbruck nach Sizilien fahren. Im Sommer 2019, 2 bis 3 Monate, werde ich mir Zeit nehmen und ja, meinen Traum erfüllen. Dann sagt der Marc zu mir: Wir haben seit mehreren Monaten ein Projekt am Start. Wir wollen jemanden mit einem Töffli um die Welt schicken. Und das bist du. Und all die Länder, die ich noch nicht bereist habe, mit dem Töffli bereisen, wie cool ist denn das? Und ja, ich war sofort mega begeistert. Das Wichtigste bei diesem Abenteuer ist es, nicht so weit vorausplanen. Also wirklich jeden Tag und jede neue Überraschung so zu nehmen, wie sie kommt, und da das Beste draus zu machen. Eine sehr aufmunternde Frage ist denn das Ziel überhaupt noch um die Welt zu kommen? Und ja, da kann ich und Sunny nur sagen, hell yeah, natürlich kommen wir um die Welt. Oder zumindest mein persönliches Ziel Neuseeland. Viele fragen auch die ungefähre Reiseroute. Und ja, erste Etappe ist schon mal sicher bis Griechenland. Da sind wir ja inzwischen schon angekommen und sehr, sehr happy darüber. Und dann geht es weiter über Türkei, Iran, Pakistan, Südostasien, über Indonesien, dann runter nach Australien und dann nach Neuseeland. Damit verabschiede ich mich auch schon für diese Woche. Danke, dass ihr so viele tolle Fragen gestellt habt und dass ihr mich immer so lieb unterstützt. Das gibt mir sehr, sehr viel Kraft. Und bitte weitermachen so. Wir sehen uns nächste Woche mit einer besonderen Überraschung und einem besonderen Besuch. Mehr kann ich leider noch nicht verraten. Schaltet's wieder ein!